In diesem Video möchte ich dir unseren mehrstufigen Prozess zur Entfernung von Flugrost zeigen. Dazu haben wir ein weißes Auto. Los geht's! Flugrost ist gerade im Bereich von Industrie- und Bahnanlagen ein großes Problem, aber auch in städtischen Bereichen und in ländlichen Bereichen haben wir mit der Zeit immer wieder Anlagerungen von Flugrost auf dem Lack. Wir wollen uns jetzt erstmal kurz damit beschäftigen, was das eigentlich ist, was wir so im Sprachgebrauch als Flugrost bezeichnen und herleiten, wie wir da rangehen und wie wir ihn entfernen. Flugrost sind Metallikpartikel, die sich in der Luft befinden und an dem Lack anlagern. Also sie verbinden sich tatsächlich mit dem Lack bzw. haften sehr stark am Lack an. Deswegen bekommen wir sie mit einer normalen Wäsche und normalen Reinigungsprodukten, die wir bei der Wäsche einsetzen, nicht runter. Wenn wir uns jetzt mal herleiten, dass Flugrost Metallpartikel, also meistens Eisenpartikel sind, dann kommen wir auch auf die Idee, dass ein Flugrostentferner häufig eine ähnliche Formulierung oder sogar die gleiche Formulierung wie ein pH-neutraler Felgenreiniger hat. Denn auch der ist so formuliert, dass er speziell Eisenpartikel, die sich beim Bremsen abreiben und an der Felge anhaften, löst bzw. wasserlöslich macht. Es geht also beim Lack auch darum, ein Produkt zu verwenden, was in der Lage ist, oder Metall, was an sich nicht wasserlöslich ist, wasserlöslich zu machen. Hier haben wir grundlegend zwei Möglichkeiten der chemischen Reinigung. Variante Nummer 1, die Säure. Variante Nummer 2, die sogenannten Fallout Remover oder auch die Produkte, die wir als pH-neutrale Felgenreiniger kennen. Säure war früher der Standard bei der Flugrostentfernung, weil die Säure einfach in der Lage ist, Metallik- oder Metallpartikel zu lösen. Ist aber immer ein Problem mit der Oberfläche. Säure kann schnell zu Verätzungen führen und gerade auf empfindlichen Lacken, Mattlacken oder in Verbindung mit empfindlichen Bremsscheiben nicht zu empfehlen. Deswegen verwenden wir immer Felgenreiniger bzw. spezielle Flugrostentferner, die meistens sehr ähnlich formuliert sind, wobei spezielle Flugrostentferner, die für den Lack gedacht sind, einmal natürlich dem Anwender Sicherheit geben, dass er sie auch auf dem Lack sprühen kann und manchmal so formuliert sind, dass sie ein bisschen, sage ich mal, in der Fläche mehr wirken als jetzt ein Felgenreiniger. Nichtsdestotrotz können wir auch Felgenreiniger verwenden, weil das Wirkprinzip genau das gleiche ist und es ist eine sehr effektive Reinigung oder eine sehr effektive Entfernung von Flugrost, die gleichzeitig lackschonend ist und keine Probleme auf der Oberfläche verursacht. Jetzt ist es aber leider nicht so, dass wir einfach den Felgenreiniger oder Flugrostentferner draufsprühen, wirken lassen, abspülen und der Flugrost ist weg. Deswegen wollen wir euch jetzt im Folgenden mal unseren Prozess zeigen, wie wir bei einer kompletten Flugrostentfernung im Rahmen einer Aufbereitung vorgehen. Jetzt ist natürlich die Frage, bin ich von Flugrost betroffen, beziehungsweise der Lack, der hier vor mir steht. Bei weißen Lacken, vor allen Dingen, wenn sie sehr ungepflegt sind, ist es leicht zu sehen. Wir sehen überall kleine schwarze Pünktchen auf dem Lack. Aber auch wenn ihr die nicht seht, entweder weil der Lack nicht weiß ist, sondern schwarz ist oder sie einfach noch nicht so massiv vorhanden sind, gibt es eine ganz einfache Möglichkeit, das herauszufinden. Nämlich indem wir einfach den Felgenreiniger-Flugrostentferner mal aufsprühen und schauen, ob es eine chemische Reaktion gibt. Denn wer schon mal einen Felgenreiniger eingesetzt hat, weiß, dass dieser sich in Verbindung mit Eisen von durchsichtig zu rot, lila, teilweise bis zu schwarz färbt. Und wenn diese Reaktion auf unserem Lack passiert, das können wir jetzt gleich auf dem ungewaschenen Lack ausprobieren, dann wissen wir haben Flugrost und müssen da was tun. Gerade bei Weiß ist es super leicht zu erkennen, dass wir eine chemische Reaktion haben. Wir haben eine Rot- oder lila Färbung der Flugrostpartikel. Bei dunklen Lack ist es ein Tick schwieriger, aber man kann meistens dennoch ganz gut erkennen, wenn der Reiniger sich verfärbt. Das heißt, unser kleiner Test war jetzt erfolgreich. Wenn der Wagen jetzt nicht so schmutzig ist wie dieser hier, kann man dann auch schon als ersten Schritt den Flugrostentferner aufs ganze Auto aufsprühen, einmal runterspülen und hat damit schon einen Teil entfernt. Wie gesagt, der Lack hier ist relativ verschmutzt, deswegen wird es gerade im unteren Bereich nicht so viel bringen. Da wird der Flugrostentferner auf dem Dreck sitzen und kommt gar nicht an die Flugrostpartikel ran. Deswegen machen wir jetzt erstmal unsere normale Vorreinigung, die Vorwäsche und wenden die Flugrostentfernung als letzten Schritt während der Wäsche an. Wir fangen jetzt erstmal ganz normal an mit den Felgen, gehen dann weiter an den Lack und sehen uns dann, wenn es interessant wird, wieder.
Wir sehen in den Bereichen, die wir vorher schon mal besprüht haben, dass wir jetzt schon eine gute Wirkung allein durch das Abspülen und das Einwirken, also Einwirken und Abspülen hatten. Jetzt, das Auto ist ja grundlegend vorgewaschen, wir würden jetzt so oder so drauf waschen. Wir waschen jetzt auf dem Flugrostentferner drauf, weil wir dadurch mit der mechanischen Wirkung des Waschhandschuhs einfach nochmal eine bessere Leistung erzielen und einfach den Flugrost effektiver entfernen. Wichtig ist dabei natürlich ganz oft ausspülen oder viele Handschuhe verwenden, weil wir natürlich diese Partikel hier dann lösen. Man sieht es jetzt auch, wir können uns hier mal so einen Punkt suchen. Wenn ich da einmal drüber wische, ist der weg. Und genau das wollen wir jetzt erreichen und haben dann die Hoffnung, dass wir mit diesem einen Schritt den Flugrost entfernt haben. Wir werden es danach auch noch mal mit dem Reiniger kontrollieren. Das ist nämlich das Schöne daran. Punktuell noch mal gucken, ob der Flugrost entfernt ist. Und dann, wenn der Wagen aufbereitet wird, werden wir auch noch mal kneten. Bei dem Auto ist eine kleine Besonderheit, das werdet ihr auch sehen, wir werden nur die Hälfte des Fahrzeugs kneten, weil wir hier einen kleinen Keramik-Vergleichstest machen. Dazu aber in einem anderen Video, deswegen wundert euch nicht, dass wir nur die Hälfte kneten. Aber generell am Ende nochmal ein Kneten macht durchaus Sinn, um wirklich die letzten Partikel zu entfernen. Für die, die sich jetzt fragen, warum kneten wir nicht gleich, das würde mit Sicherheit den Flugrost auch entfernen, gerade mit einer schleifmittelhaltigen Knete. Aber immer Chemie vor Mechanik, weil wir mit dem Kneten einfach mehr Kratzer und mehr Oberflächenspuren verursachen, wenn da noch Partikel drauf sind. Für alle, die sich fragen, welche Produkte wir verwendet haben, einfach mal unten in die Videobeschreibung gucken. Dort findet ihr alle verlinkten Produkte und denkt auch auf jeden Fall an den Rabattcode. Findet ihr aber auch alles unten in der Beschreibung und dann könnt ihr das gerne nachkaufen und nachmachen. Wir starten jetzt mit der Handwäsche. Für alle, die sich fragen, bei welchen Autos sollte ich das alles machen, nur bei älteren Wagen, Gebrauchtwagen. Wichtig ist das auch bei Neuwagen zu machen, weil die Fahrzeuge, bevor sie bei euch zum Händler kommen und ausgeliefert werden, in aller Regel natürlich transportiert werden und häufig halt auch mit dem Zug. Und gerade bei Zuganlagen, bei Bahnschienen entsteht viel Flugrost und teilweise lagern die Fahrzeuge auch noch mehrere Wochen oder Monate auf Umschlagplätzen. Deswegen macht das Programm auch bei Neuwagen Sinn. Ihr könnt es einfach prüfen, Reiniger drauf, gucken, ob er reagiert. Wenn er nicht reagiert, alles gut, nicht nötig. Wenn er reagiert, dann geht's los. Nach der Wäsche fassen wir einmal über das Fahrzeug und gucken mal, ob es noch stark picklig ist. Wenn es picklig ist, würden wir noch mal Felgenreiniger aufsprühen, um zu schauen, ob diese Pickelchen noch Flugrost sind oder andere Anhaftungen. Es können ja auch diverse andere Sachen sein. Der Lack ist jetzt wirklich nur noch ganz leicht minimal picklig. Das heißt, wir können jetzt eigentlich direkt kneten, weil ich würde mal sagen, 95% der Oberflächenverschmutzungen sind jetzt runter und auch der Anhaftungen von Flugrost haben wir entfernt. Das heißt, den Rest machen wir jetzt mit einer Lackreinigungsknete und dann geht es auch schon ans Trocknen und dann sind wir fertig. Ein Hinweis, das habe ich gerade fast vergessen, wir kneten natürlich nur, wenn das Auto danach poliert wird. Selbst mit einer milden Knete machen wir uns leichte Spuren. Wenn der Wagen nicht poliert werden soll, dann lieber noch mal im Zweifel eine Runde Flugrostentferner drauf, wenn es noch Pickelchen sind. Oder Harzentferner oder was auch immer noch drauf sein könnte. Und das lieber chemisch entfernen. Kneten, wie gesagt, nur vorm Polieren. Sollte er wirklich jetzt nach dem Waschen noch stark picklig sein, macht eine Aufbereitung eh Sinn. Also macht es Sinn zu polieren und dann auch zu kneten. Bei Flugrostentferner ist sehr wichtig, dass ihr das Auto noch gründlicher als sonst abspült, weil er einfach die Eigenschaft hat, am Lack zu haften. Das wollen wir ja gerade, damit er eben besonders gut und lange wirkt. Aber er haftet halt auch in den Ritzen und Kanten, hier in solchen Ecken drin. Das heißt, da ist es ganz, ganz wichtig, dass man jetzt wirklich mit viel Wasser gründlich ausspült. Sonst kommt immer wieder Flugrostentferner nach. Und ja, das klebt halt, das stinkt und das muss man nicht haben. Gerade wenn man den Lack danach nicht noch aufbereitet und er noch ein paar Tage steht, dass man reagieren kann, sondern gleich weiterfährt. Also nochmal noch gründlicher ausspülen als ohnehin schon. Also zusammenfassend gilt bei der Flugrostentfernung erstmal testen, ob Flugrost vorhanden ist. Im Zweifel lieber einmal mehr chemisch entfernen als ihn drauflassen. Dann fangen wir mit der chemischen Entfernung an. Erst nur die Chemie mit abspülen, dann mechanisch mit der Wäsche, gegebenenfalls wiederholen und wenn das Auto poliert wird, dann auch gerne kneten und dann sollte Flugrost endgültig beseitigt sein. Auch hier hilft natürlich eine Lackversiegelung in jeder Art
um Flugrost in Zukunft leichter zu entfernen und dafür zu sorgen, dass er nicht so gut am Lack anhaften kann. Falls Fragen sind, gerne in die Kommentare. Ansonsten vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.